zusammen, hi everyone. Ich habe hier jetzt mal nochmal Harz angerührt von Brettermann, das E40D. Habe hier auch ein bisschen von diesem, und zwar das ist das BEL 91, das ist nochmal zusätzlich für den UV-Schutz, beziehungsweise damit es nicht vergilbt. Jetzt habe ich hier was bekommen, und zwar BEL 31. Das ist eigentlich ein Verdicker, der das Harz etwas, ja, ich sage jetzt mal von der Viskosität etwas dicker macht, damit es nicht ganz so dünnflüssig ist. Und das werde ich jetzt mal testen und mit reinmischen. So. Und zwar ist da, steht auch drauf HP Textils, ist aber gleich von Brettermann auch. Ich werde das jetzt mal mit der Pipette reinmachen. Wenn es denn funktionieren sollte. Ich habe das Problem, dass die Pipetten eigentlich nie richtig funktionieren. Deswegen lasse ich das jetzt auch, weil mir das zu blöd ist. Entschuldigung. Deswegen kippe ich jetzt da mal hier und 1, 2, 3 Tropfen rein. Es ist recht dickflüssig. Ich schaue mal, was passiert. Da passiert noch nicht viel. Ich denke, man muss auch aufpassen, nicht dass man jetzt reinmacht und also viel reinmacht und dann wirkt es im Nachhinein. Das kann man dafür nehmen, eigentlich auch wenn man normal mit Harz gießt, zum Beispiel im Boden, dass das Harz, wenn es etwas schräg ist, nicht wegläuft. Dafür ist das eigentlich gedacht, also zum Festhalten sozusagen. Ja, also es rührt sich schon etwas schwerer. Weil ich habe ja immer ein bisschen das Problem, dass das Harz und Brettermann immer etwas verläuft wieder. Und darum wollte ich es etwas dicker haben. Ich denke mal, das reicht jetzt auch erstmal. Weil ich ja eigentlich nur 150 Gramm angerührt habe, also 100 Gramm Harz und 50 Gramm Härter. So. Jetzt hole ich hier meine Becherchen. Habe hier wieder eine Mahlplatte, also aus MDF mit 24 auf 18 cm. Ich muss immer erst schauen. Okay. Ja. Arg viel dicker ist das nicht, habe ich das Gefühl. Passt auf, ist ja zum Test, ich mache noch ein bisschen was rein. Von diesem BEL 31. Aber es wird natürlich ein bisschen trüb, so sieht es aus. Ob das so optimal ist, weil es ja gelblicher Ton hat. Weiß ich auch nicht. Und wenn man jetzt mit transparenten Farben arbeitet. Ja, aber es geht. Also ich denke mal jetzt einfach, ich habe jetzt insgesamt so 3 Gramm reingemacht. 3 bis 4 Gramm, mehr kann man es
Und man kann nicht sagen, dass ich mehr rein habe. Okay, dann gieße ich das jetzt mal in meine Becher ab. So, mal hier ein bisschen mehr rein für die Hintergrundfarbe. Ich stelle die Becher jetzt erstmal runter. Mache hier eine kleine Grundschicht drauf. Und dann hole ich mir erstmal Handschuhe. Also ich nehme dieses Pasten, sind das Farbpasten weiß. Nehme die Farbpaste schwarz und nehme die Farbpaste grün. Wobei ich gerade überlege, nicht schon wieder grün. Ja doch, komm, ich nehme grün. Weil ich nehme nochmal dieses Leuchtrot, Farbpigment, mische ich mir auch nochmal rein. So, aber jetzt erstmal Handschuhe an. Bin echt mal gespannt, ob was bringt oder ob ich noch mehr rein tun muss oder reinmachen muss. Gut. Wir fangen an mit dem Pigment. Das ist ein super schönes Leuchtrot. Seht ihr das hier? Ja, brutal schön. So, das reicht schon. Ja, was ist denn da los? Jetzt geht's zu. So, hier also vorsichtig rühren, genau, um das zu vermeiden. Aber dann ziemlich lange rühren, bis die Pigmente sich alle verteilt haben. Weil ihr was sehen könnt, ich will nicht so übers Board jetzt drauf, sonst habe ich noch überall rote Flecken auf dem Board. Ja, ich rühre das mal an der Seite an. Aber es ist ein sehr feines Pigment, da braucht ihr gar nicht so arg rühren. So, ich kann es euch hier nochmal zeigen. Also ein wunderschönes Rot. Rot mag ich ja sowieso. Gut, nehmt dann Weiß. Von diesem Farbpasten braucht ihr ja gar nicht viel. Ein Tropfen rein, das reicht schon. Ich zeige es euch einfach auch mal, damit ihr seht, wie man es anmischt. Stückchen. Jetzt seht ihr hier, ihr könnt es natürlich auch dicker machen, wenn es zu dünn ist, dann verschwimmt das Weiß halt. Aber es dürfte eigentlich ausreichend sein. So, schönes Weiß. Dann die Farbpaste grün. Also wie gesagt, eigentlich so ein Tropfen reicht da rein. Man braucht da gar nicht so viel, weil das vermischt sich sehr gut. Die Farbpasten haben halt den Vorteil, man braucht nicht so arg rühren und es können keine Klumpen entstehen, wie bei diesen Pigmenten. Sehr schön. Jetzt noch das Schwarz als Kontrast.
Tropfen rein. Fertig. So. Und was ich jetzt machen möchte, ich habe ja schon experimentiert, Entschuldigung, mit Silikonöl, mit Alkohol und auch mit dem Resiblas. Und ich werde jetzt nochmal das Resiblas probieren, weil es doch jetzt am ehesten Blasen, also Zellen macht und Blasen genau, Zellen macht und ja, testen wir es einfach mal. Ich werde es jetzt in grün reinmachen. Lass da ein bisschen was reinlaufen, also nicht mehr nur 3 Tropfen, sondern mache jetzt mal ein bisschen mehr rein. Werde in weiß. Ja, man kann so sagen 7 bis 8 Tropfen. Jetzt überlege ich, nein, schwarz mache ich nicht und in rot mache ich es auch nicht. Okay. Gut. Dann rühre ich die zwei nochmal kurz um. Dieses Mal auch nur leicht umrühren. Jetzt schauen wir mal, dass wir vielleicht unsere Fläche ein bisschen verteilen hier mit dem durchsichtigen. Ja, es ist etwas dicker jetzt, es läuft nicht mehr so arg. Finde ich richtig gut. Das war mal etwas zu dünn. Darum testen wir das ja mal. So, von dem Rot habe ich ja am meisten, da fange ich jetzt mal an. Wie gesagt, da habe ich gar nichts rein. So, jetzt werde ich mal weiß. Wahnsinn. Nehmen wir mal das Grün. Da ist ja auch Resiblas drin. Jetzt haben wir noch das Schwarz. Man merkt gleich, das Schwarz ist etwas schwerer. Und auf jeden Fall ist es auch etwas dicker. Und das ist in der Sache.
So. Okay. So, jetzt hole ich mir ein Stäbchen. Oh, komm schon her. Schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen was machen. Gut, mal kurz mit dem Heißluftföhn drüber, nur kurz, um die Luftblasen rauszubekommen. So. So ein bisschen Feinarbeiten, ein bisschen Feintuning vielleicht noch. Ja, da kommt doch schon ein paar Zellen. So, aber so wird es schon fast zu dick, merke ich gerade. Darum lasse ich es jetzt auch, mache gar nicht mehr viel. Aber es scheint was zu bringen, dieses BEL 31. Es stabilisiert sich, es wird fester und man kann dann auch schöne Zellen dann machen.
Und ich gehe mal davon aus, dass auch nichts mehr verläuft nachher. Also ich finde es okay. Vielleicht noch ein bisschen weiß, mir ist das hier zu dunkel. Ich hoffe, es geht noch. Okay. Gut. Also. Dann denke ich mal, das ist okay. Ich gehe noch mal kurz mit dem Heißluftföhn. Ich hoffe, dass die Oberfläche auch schön glatt abtrocknet. Das ist auch immer so ein Problem. Okay, das war's. Gut. Ich lasse es jetzt mal noch, wie gesagt, so 10 Minuten einwirken, was ich immer sage. Und dann zeige ich es euch nochmal von nahe. Und dann war's das. Ich finde es so schlecht gar nicht. Es bildet schöne Zellen. Und ich denke mal, dass man so dann mitarbeiten kann. Auch größere Bilder machen. Das werde ich dann testen in naher Zukunft. Also gut, dann bis gleich. So Leute, ich bin zurück. I'm back. Jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Also hier ist doch wieder ein bisschen verlaufen. Aber es gibt einigermaßen Zellen. Nicht so, wie ich es mir wünsche. Aber ich denke mal, damit kann man langsam arbeiten. Mir geht es halt darum, also das Artresin ist halt recht teuer oder dieses Mastercast ist recht teuer. Und bei Bredermann ist es etwas oder einiges günstiger sogar. Und wenn man es mit dem hinbekommt, dann bin ich zufrieden. Auch für euch. Aber wie gesagt, ich bin noch am Testen, bin noch etwas am Anfang. Ich denke mal hier, die Zellen verlaufen wieder etwas. Das ist nicht so, was mir gefällt. Ja, ich schaue jetzt mal, wenn es getrocknet ist. Okay. Ich lasse euch wissen, wenn es getrocknet ist, dann zeige ich es euch nochmal. So, das ist jetzt der nächste Tag. Also ich habe auch das Aluklebeband abgemacht. Es ist soweit getrocknet. Ihr könnt sehen, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Wahrscheinlich lag mein Board nicht ganz in der Waage. Und da ist etwas nach links verlaufen. Okay, also die Zellen sind leicht verlaufen wieder. Das liegt halt wirklich daran, dass das E40D etwas zu dünnflüssig ist, immer noch. Aber ich finde trotzdem, es hat irgendwo einen schönen Effekt gegeben. Und daher, ja, wie gesagt, ich teste ja weiter. Das bekomme ich auch noch hin. Und dann schauen wir mal. Gut.
weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, also es ist soweit getrocknet, noch nicht ganz durchgetrocknet. Und man soll es ja mindestens 48 Stunden, also bis es richtig durchgetrocknet ist, stehen lassen. Es hat hier ab und zu so, na wie soll ich sagen, also Schlier, das ist eigentlich wie so ein Film, so ein Ölfilm drauf. Weiß nicht, ob man das sehen kann, hier beim Spiegeln. Den kann man aber, wenn es getrocknet ist, abwaschen und dann nochmal etwas polieren und dann glänzt es auch wieder richtig gut. Okay, also, das war's. Dann war's das von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, hat es was gebracht. Und dann bis zum nächsten Mal. Yeah, see you next time. Bye, tschüss.